Hallo Tamiko-Fans, hallo liebe Tamiya-Freunde. Er ist endlich da, mein Schatz. Wir haben so lange drauf gewartet und ich habe mich so gefreut, dass dieses Modell endlich wieder rauskommt. Hornet, aber natürlich ganz speziell bei Jun Watanabe. Ein Traum, ihr seht schon das Boxart extra geändert für diese Version. Das erste Modell von Jun Watanabe, da gab es Blockhead Motors noch gar nicht. Den gab es nicht lang, glaube bei uns in Deutschland gar nicht. Und ich habe den damals verpasst. Und ich freue mich jetzt umso mehr, dass es den wieder gibt. Hier wurde wirklich die Verpackung wunderschön angepasst an das neue Design. Hier bleiben keine Wünsche offen. Das ist sowieso... Ich sage das zwar öfter, aber das ist wirklich mit mein Lieblingsboxart, nämlich das vom normalen Hornet und als Jun Watanabe Version natürlich genauso schön. Ihr seht hier auch schon, auf der Box steht, es sind 2 Sätze Reifen enthalten, pink und schwarz, also ihr könnt mit den schwarzen dann auch fahren. Und wir wollen jetzt gar nicht mehr lange reden, wir schauen uns das jetzt an. Hier seht ihr übrigens ein Line-Up von normalen Hornets. Hier vorne übrigens schon der neue Hornet Evo mit der tollen Einzelradaufhängung. Auch hinten vorne ganz geänderte Aufhängung. So sieht ein normaler Hornet aus. Eigentlich die Basis für dieses Modell. Also das ist wirklich einer meiner Lieblingsbuggies von Tamiya überhaupt. Damit hat es angefangen, auch bei vielen, das war ja ein Einstiegsmodell, richtig super. Der bietet also die Basis hier für den. Und hier vorne haben wir natürlich noch einen Grasshopper. In der Black-Version, auch eine coole Sache mit den schönen gelben Felgen. Auch anderes farbige Streifen. Sehr schönes Sondermodell, auch eins meiner Favoriten, aber ein Grasshopper schaut einfach immer gut aus, ne? So, tun wir den mal wieder zur Seite. Und hier haben wir auch noch einen Super Dragon, einen Super Storm Dragon eigentlich. Auch ein Hornet, hier auch mit Reifen von Tamiya, mit anderen Felgen und Reifen. Gibt es als Option 1,9er Felgen mit Kugellageraufnahme vorne. Hinten die klassische Aufnahme für diese alten Buggies. Hier sind vorne Rallye-Block-Reifen drauf, hinten die bekannten Rock-Block-Reifen, auch bekannt aus dem Crawler-Bereich oder von den Highlifts. Hier kann man so viel anstellen mit, empfiehlt Tamiya so. Könnt ihr mal ausprobieren, haben wir bei uns im Shop. Aber jetzt geht es um den hier. So sieht das von innen aus. Passt alles rein, also auch 2 Sätze Reifen. Und ich packe jetzt hier einfach mal aus. Farblich ist hier einiges anders natürlich. Violett und Pink bestimmt unser Farbschema. Und natürlich die sogenannten Polka Dots. Das sind diese schönen schwarzen Flecken. Violett, Batteriefachdeckel, Seitenschutz. Hier ist auch noch die Fahrerfigur mit drin. Das sind die Teile für die Pendelachse. Normal auch schwarz. Hier natürlich violett. Dann nehmen wir mal gleich die Karosserie. Die ist natürlich absolut identisch mit dem normalen Hornet. Muss noch ausgeschnitten und lackiert werden. Mit Flügel. Und das Chassis und die Hinterachse sind natürlich in der gleichen Farbe. Ich hoffe, ihr könnt es ganz gut erkennen. Ich werde das Chassis mal hier auspacken. So sieht das in aller Herrlichkeit aus. Ich finde es ein genial cooler Farbton. Und da kommen zum Beispiel seitlich auch noch Sticker drauf. Der Bumper ist übrigens in derselben Farbe.
Machen wir mal als nächstes mit den Felgen weiter. Ihr seht schon, 2 Paar Felgen enthalten. Normale weiße, die sind dann für die schwarzen Reifen, und die schwarzen Felgen für die pinken Reifen natürlich. Ihr habt 2 Sätze mit dem Auto dabei. Das sind ja dreiteilige Felgen, werden verschraubt. Auch 2 Sätze Schrauben im Lieferumfang enthalten. Schwarzes Gold, pinkes Gold. Schön frisch und weich. Und die riechen auch gut. Wer hat das von euch nicht gemacht? Wenn man sowas auspackt, immer erstmal dran riechen. Das zeichnet den wahren Tamiya-Fan aus. Wir machen jetzt noch einen Vergleich mit den schwarzen. Fast identisch. Auf jeden Fall optisch. Und vom Geruch merkt man auch keinen Unterschied. Natürlich auch die Vorderreifen. Klassische 1,5er Tamiyas. Aber es geht noch weiter, wir sind ja noch nicht fertig. Querlenker vorne natürlich auch im wunderbaren Lila, Violett, wie immer das heißt. Sieht auf jeden Fall super aus. Und hier sind die ganzen Zubehörteile drin, Schraubenbeutel natürlich, Motor, ist ein ganz normaler 540er Motor enthalten, mit Tamiya Aufkleber, sehr hübsch. Getriebe, Spurstangen. Was auffällt, es sind schwarze Spurstangen, sonst haben wir die Tamiya Kids silberne. Finde ich optisch eine coole Sache, schwarze Spurstangen und sogar hier diese Kugelpfannen für die Lenkung, natürlich auch pink. Ganz cooles Gimmick, war natürlich auch bei der ersten Auflage so. Hier ist noch das Hauptzahnrad mit drin. Und hier springt uns schon unser violett-lila Bumper entgegen. Der gehört da natürlich auch perfekt drauf. Aber es gibt noch mehr farblich abgesetzte Sachen. Schraubenbeutel D, der ist nicht so interessant. Aber der Kollege hier, da ist die Hinterachse mit drin, Teile der Öldruckstoßdämpfer. Und wir sehen hier schon weiße Federn. Das macht das Modell auch richtig einzigartig. Unser schwarzer Grasshopper hat auch weiße Federn. Und pinke Lenkhebel, auch sehr, sehr cool. Kann man auch gut für andere Modelle verwenden, weil die werden ja bei vielen Tamiyas verbaut. Richtig coole Sache. Ritzel ist hier noch mit dabei, Teile für die Öldruckstoßdämpfer. Und ein kleines Detail, was auch wirklich sehr gut ist, ein einfach unscheinbarer Schraubenbeutel C. Pinke Radmuttern, sieht genial aus zu den schwarzen Felgen. Auch mit dabei. Also wirklich hat Yun alles super farblich abgestimmt, ganz toll. Sonst gibt es hier nicht wirklich viel. Das ist noch ein Getriebebeutel. Was haben wir hier noch? Plastiklager mit bei, ein Metalllager 850. Hier empfehlen wir natürlich sowieso einen Kugellagersatz für euch. Muss in so ein Modell rein. Wer es nur für die Vitrine bauen will, kann das natürlich reinbauen. Ansonsten natürlich immer Kugellagersatz verbauen. Ansonsten sind hier natürlich die Schrauben. Hier ist nochmal ein zusätzlicher Bag Schrauben, eben für den zweiten Satz Felgen, damit ihr wirklich beide Radsätze zusammenschrauben könnt. Was hier auch auffällt, das sind schwarze Schrauben. Passt auch richtig gut. Bei beiden übrigens mit drin. Schwarze Schrauben für die Felgen. Sieht richtig gut aus. Ganz super. Dann noch ein kleiner Hinweis für euch. Der Bausatz kommt ohne Fahrtregler, weil wir haben jetzt schon fast alles ausgepackt. Der Bausatz kommt ohne elektronischen Fahrtregler. Den müsst ihr also extra kaufen, aber dafür bekommt man ja ansonsten sehr viel Bonus. Eins fehlt übrigens noch.
coole Bauanleitung und natürlich die wunderbaren Dekals. Bauanleitung natürlich auch im Jun Watanabe Design. Lila gedruckt. Unterscheidet sich generell ja kaum vom normalen Hornet. Übrigens, das geht hier lila weiter hier drin. Hier gibt es kein Schwarz. Hier hinten wird dann eingegangen auf die Bemalung. Beklebung. Karosserie wird einfach komplett weiß lackiert. Alles andere wird beklebt. Fahrerfigur ist natürlich auch dabei. Könnt ihr nach eurem Belieben bemalen. Ansonsten einfach ein normaler Hornet. Abkleber für die Scheiben sind auch dabei. So sieht das aus. Ist also einiges zum Bekleben, aber diese Punkte müssen natürlich nicht einzeln aufgeklebt werden. Die werden alle in größeren Partitionen aufgeklebt. Zum Beispiel der Bereich ist hier für den Spoiler hinten hier oben. Das sind der Überrollbügel, das sind die Teile für das Chassis. Das ist das schwarze Teil vor der Pilotenkanzel sozusagen, sind alles Aufkleber. Wir empfehlen natürlich die Nassklebemethode. Wirklich ein Tropfen Spüliwasser, ein bisschen warmes Wasser, Sticker abziehen, kurz einlegen, Karo auch nass machen vorher. Dann könnt ihr den Sticker positionieren, bis er auf dem Platz ist genau, ausstreichen und dann tut ihr euch wesentlich leichter. Es wird später von uns auch mal noch ein Video zu der Methode geben, aber das später. Sehr schöner Stickerbogen. So, ich hoffe mal, ihr seid genauso begeistert wie ich von dem Modell. Ich freue mich schon mega aufs Zusammenbauen. Ich möchte so ein Ding einfach stehen haben bei mir. Boxart ist wirklich was zum Einrahmen. Ja, ab sofort bei uns im Shop erhältlich. Wir haben genügend da, aber Modell ist limitiert. Tamiya hat jetzt einen Batch, einen Production Run davon gemacht. Es wird aber erstmal keine mehr dann geben. Wir haben genügend auf Lager. Trotzdem kann ich nur empfehlen, wer wirklich einen haben möchte, nicht zu lange warten, kaufen. Wenn sie weg sind, dann sind sie erstmal weg. Und wir wissen nicht, wann Tamiya mal wieder was produzieren wird. Also, ich freue mich drauf. Viel Spaß. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.